Ist das nicht der Mater Park? Und wenn dem so ist, dann sind wir nicht weit von der City Hall entfernt. Oh, das sieht hübsch aus. Jo, mit eigenem Gewächshaus, mit Glas. Also das macht schon ein bisschen was her. Und von da kommt wohl die Musik. Ha, wer hätte gedacht, dass diese Untergrundtunnel uns hier wieder ausspucken würden? Das Layout bleibt immer das gleiche, da es während den dunklen Altern gebaut wurde. Man kann wirklich die Geschichte dieser Stadt dabei fühlen. Sieht so aus, als wäre dieses Netzwerk von Passagen sogar noch größer als das von Berhards Untergrundwasserweg. Hey, Elliot. Ist irgendwas los? Oh, sorry. Ich habe dem Sonata zugehört. Dann habe ich festgestellt, dass die Leute, die dort hinten die Musik spielen, Freunde von mir sind. Sie sehen aus wie Schüler. Sie scheinen sehr talentiert zu sein für ihr Alter. Oh, das sind sie, ja. Ich bin wirklich stolz, sie zu kennen. Wäre es okay, wenn wir rübergehen und mal Hi sagen? Nein, klar, warum nicht? Vielleicht sollten wir auch gehen und sie grüßen. Kristallgarten. Schöner Park, wirklich schöner Park. Was verkaufst du hier? Golden Juice würde ich gern einmal kaufen, weil das so wieder so ein funkelndes Essen ist. Ja, moin Leute, was geht ab? Ihr spielt gar nicht mal so scheiße. Warte. Elliot? Elliot, du bist zurück. Hey, schön dich wiederzusehen, Morris. Du auch, Ron, Kalinka. Fühlt sich an, als wär's schon Ewigkeiten her gewesen. Sieht so aus, als würde es dir gut gehen. Hey, wir sind deine Freunde. Wir sind Elliots Klassenkameraden von Thors Militärakademie. Es ist schön, euch kennenzulernen. Sieht so aus, als wären wir alle ungefähr im gleichen Alter. Also, ihr seid Elliots Freunde aus seiner Heimatstadt, ja? Was für eine Schuluniform ist das? Oh, wir sind Studenten der Musikakademie. Musik, hä? Ja, eine Akademie mit dem Hauptfokus auf Musik. Die Schule selbst ist in den Außenbezirken dieses Distrikts. Viele bekannte Musiker haben hier ihren Abschluss gemacht. Nun, das erklärt, warum ihr alle so gut spielen könnt. Haha, danke. Unsere Akademie spielt immer auf dem Konzert, was sie während des Sommerfestivals abhalten. Heute ist der Unterricht vorbei, also wollten wir einfach nur noch mal so ein bisschen unsere Performance aufstocken. Oh, richtig. Das scheint der perfekte Ort zu sein, um zu üben. Haha, ja. Ich kann nicht glauben, wie gut ihr alle geworden seid. Ich meine, ihr wart schon immer gut, aber ihr habt euch noch mehr verbessert in Sachen Ton. Ihr müsst wirklich oft trainiert haben. Glaubst du wirklich? Nun, wir haben viel trainiert. Ich höre diese Songs praktisch in meinem Schlaf. Stimmt. Ich denke, ich wäre relativ enttäuscht, wenn wir nicht wenigstens ein bisschen besser wenn wir nicht wenigstens ein bisschen besser werden würden, nachdem wir so lange trainiert haben. Ich wünschte einfach nur, du wärst hier bei uns auf der Akademie. Oh, verstehe das nicht falsch. Thors hat eine wirklich gute Rezension. Oder eher Reputation. Also, übst du immer noch Violine? Ja, im Club. Ich bin tatsächlich dem Windorchester der Akademie beigetreten. Schön zu hören. Du warst wirklich gut. Wäre schade gewesen, wenn du aufgehört hättest. Hoffentlich werden wir eines Tages nochmal zusammen spielen können. Ja, das wäre wirklich cool. Wow, ist es schon so spät? Wir müssen langsam zurück zur Akademie. Das Festival wird hier sein, bevor wir uns umschauen können, und wir haben noch viel Training zu tun. Ich bewundere, wie sehr ihr euch hingebt, eurem Hobby.
Wenn du ein bisschen freie Zeit hättest, dann wäre es schön, wenn du kommen und uns beim Spielen zuschauen würdest. Das trifft für euch alle zu. Je mehr, desto besser. Danke, wir freuen uns drauf. Also, bis später, Elliot. Okay, bis später. Elliot. Hey, bist du... Nein, das ist nicht das. Naja, wie wär's, wenn wir zurück zum Hotel gehen und unseren Report abgeben? Und dann zurück zu meinem Haus. Sis ist wahrscheinlich gerade dabei, ein bisschen zu kochen. Okay. Dann lasst uns los. 500 Zephyr-Masse als Belohnung. Geil. Das ist viel. Oh, da haben wir, glaube ich, 10... Warte mal. Also von der Zephyr-Masse kriegen wir dann, glaube ich, ungefähr 10.000 Mirror, kann das sein. Aber dadurch, dass so ein Ding 24.000 kostet, ist das halt eigentlich tatsächlich doch gar nicht so viel, ne? Wir brauchen noch viel mehr. Oder war der Umrechnungskurs 100 pro eine Zephyr-Masse? Sodass wir dann 100.000 hätten, weil das wäre wirklich gut. Noch in dieser Nacht... Nachdem sie das schöne Essen von Fiona genossen haben, wurden sie in Elliots Raum eingeladen. Ach so. Da, wo er erst nicht wollte, dass wir hingehen, ja? Unordentlich würde ich nicht sagen. Sieht doch ganz normal aus hier drin. Whoa. This is incredible. You could open a shop with all the instruments here. A piano, violins, wind instruments, a robust percussion section. I'm assuming the papers in the cabinet are all sheet music? There's no way you can call this just a hobby. Yeah, coming in here, this must look like some rabid obsession to you guys. You know, my mom was a pretty famous pianist. Being raised around music like that, my sister and I ended up sharing her love of music. Really? Looking at all this, I can see why you decided to join the wind orchestra at the academy. Still, why didn't you go to the same school as the people we met earlier? Fee? Wait, Fee, that's not... Don't worry about it. I'm sure this comes as no surprise. But I'd originally planned to attend the music academy. Oh. My sister and I grew up listening to our mom play the piano. Dad was more the strong, stoic type. He didn't know much about music, but he was head over heels in love with her. Our home was always filled with the sound of music, and it kept our family smiling together. But 7 years ago, Mom got really ill. Eventually, she passed away. Och nein. After her death, my sister and I both wanted to follow in her footsteps. She enrolled at the music academy and began working toward a career as a pianist. Naturally, I tried to do the same, but Dad wouldn't hear of it. It's one thing to have it as a hobby, but the idea of a man of the Empire making his living through music is absurd. No matter how hard I tried to convince him, he just shook his head and refused to listen. Then he started recommending one military academy after another, trying to push me toward a career in the army. Eventually, I didn't have much choice. I had to give up my dream of attending the music academy. I hated him for it. I really did. I'm no good at fighting, never have been. I'd get smoked in a real war. But after some research, I found one academy, Thor's, offered plenty of music-related classes. And that about half of its graduates end up in careers outside the military. In the end, I met him halfway and chose to enroll at Thor's. Kinda pathetic, huh? You've all got great reasons why you're there at the academy. Ja, na und du hast eine sehr traurige. And there's me, who'd rather be on a stage than a battlefield. But I couldn't go against my dad.
For a while, I started to think that maybe my passion for music had kinda cooled off. But I'm still full of regrets about the Music Academy and the summer festival concert, so I guess it hasn't after all. Oh, I wish I could just crawl into a hole right now. So that's how you ended up at Thor's. I had no idea. Do you regret it? Coming to Thor's and all? Huh? Of course not. Why would I? So, you don't? Life at the academy keeps me busy, but I still have time to perform with the wind orchestra after class is out. And I feel like I really broaden my horizons every time we go on a field study. Honestly, I feel like I get more out of Thor's than if I had just enrolled at the music academy without much thought. Maybe it's because whether I decide I want to be a musician or do something else totally different, I'll at least have the chance to choose what I want without someone deciding for me. Elliot. Wow, you've really given this a lot of thought. You really are strong, Elliot. I wish I thought so too. I still feel jealous when I see my friends who went to the music academy putting their heart and soul into their music. But even with that, I've got no regrets about coming to Thor's. None at all. Besides, if I hadn't come, I never would have met you guys, would I? I'd regret that way more. How can you say that with a straight face? Wie Maki sofort so zurückschreckt. He's just oblivious. I didn't think I was saying anything particularly embarrassing. I'd figured that most people would blush saying something like that. Still, this is Elliot we're talking about. He can get away with it. You're the last person who should be saying that, Reen. Actually, I just remembered. I guess I do have one regret after all. Oh? What is it? Remember the summer festival concert my friends said they're going to be performing in? Back when my mom was still alive, she performed in it, and my sister played in it 5 years ago too. So I was really hoping that I'd be able to take the stage there one day too. Und vielleicht wird das auch noch passieren. Da ist nichts ausgeschlossen, Elliot. Halt an deinen Träumen fest. Danach hat Elliot sich dafür entschlossen, die Nacht bei sich zu Hause zu verbringen. Also haben sich die restlichen 4 zurück zum Gildengebäude gemacht, wo sie die Nacht verbracht haben. Ich kann nicht glauben, dass es schon nach 9 ist. Wir sind viel länger bei Elliot geblieben, als ich dachte. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie uns noch Kaffee anbietet nach dem Essen. Und sie hat uns für morgen auch zum Frühstück eingeladen. Wir sind hier nicht mal einen Tag gewesen und sie ist schon meine Lieblingsperson hier. Irgendwann müssen wir ihr noch richtig danken. Trotzdem, weißt du, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber erst jetzt, wo ich hier rumlaufe und Aufgaben erledigen muss, realisiere ich, wie groß diese Stadt ist. Ja, darauf würde ich wetten. Sie werden uns morgen einfach in unseren Briefkasten unsere Aufgaben packen, oder? Ja, sie sollten früh am Morgen geliefert werden. Wenn man bedenkt, wie organisiert mein Vater ist, dann denke ich nicht, dass sie rechtzeitig... Achso, nee, dann habe ich keine Angst, dass sie nicht rechtzeitig geliefert werden. Obwohl ich mich schon frage, was genau er für uns jetzt parat hält. Ich habe das Gefühl, dass er uns Aufgaben gibt, die schwerer sind als das, was wir packen können. Haha, ja, ich weiß, was du meinst. Noch ein Grund mehr, unseren Report jetzt fertig zu machen und schnell schlafen zu gehen. Hey, was ist mit euch beiden los? Seid ihr müde oder irgendwas? Ihr seid sehr still gewesen. Nein, nicht wirklich. Vieh ist doch immer müde. Aber trotzdem, Elliot zuzuhören, hat mich endlich... Also,
da ich Elliot zugehört habe, weiß ich jetzt endlich, was ich tun muss. Vieh, ich fordere dich zu einem Duell heraus. Was? Okay. Jetzt nicht, wahr? Heute Nacht. Ja, heute Nacht. Ich habe das Gefühl, wenn wir das jetzt nicht austragen, dann wären wir nicht in der Lage, dann werde ich heute Nacht nicht schlafen können. Warte mal eine Minute. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ein Duell? Worüber redet ihr da? Genau das, wonach es sich anhört. Vieh und ich werden gegeneinander kämpfen, um einen Sieger hervorzubringen. Das ist alles. Oh, das ist alles. Verarscht ihr mich oder was? Nun, ihr könnt es auf gar keinen Fall hier in so einem Bereich machen, wo so viele Menschen sind. Vor allem nicht bei Nacht. Ihr werdet die ganze Nachbarschaft aufwecken. Wie wär's mit dem Park, wo wir früher waren? Mater Park, nicht wahr? Scheint der ideale Spot zu sein. Dieser Gebiet bei dem Ausgang von der Untergrundpassage sollte relativ ruhig sein. Nun, das hört sich nicht so schlecht an. Aber ernsthaft, Reen, da machst du doch jetzt nicht einfach mit, oder? Oh, sei still. Obwohl es vielleicht in der Hauptstadt auch am Abend noch relativ lebendig draußen ist, ist das kein Grund, dass man hier einen Aufstand anzettelt oder Unruhe reinbringt. Ah. Nun gut, okay, lasst uns dann zum Park gehen. Die Straßenbahnen fahren immer noch, richtig? Ja, bis 11. Aber machen wir das wirklich? Und das ist einer der nicht so vielen Gelegenheiten, wo man endlich mal bei Nacht auch tatsächlich rumlaufen kann und einfach mal ein bisschen die Nacht genießen kann auch, ne? Das ist echt nicht oft der Fall. Das Café hat auch immer noch offen, tatsächlich. Wo auch immer noch der Song gespielt wird, den wir ihm gebracht haben. Amber Armor, glaube ich, hieß der, ne? Puh, Arbeit hat heute ganz schön lang gebraucht. Ich muss schnell nach Hause was essen. Das kenne ich, das Gefühl. Dann ab zum Mater Park. Wir können auch tatsächlich an keine andere Straße gehen. Also wir hätten jetzt nur noch da bleiben können in der Straße. Und halt in diesem Park. Da sitzt ja trotzdem noch einer draußen, lol. Eine einzige Person. Dieser Anblick ist hat fast so was Mystisches in der Nacht. Das ist nett. Ihr habt Glück. Hier sind nicht zu viele Leute, die jetzt noch irgendwie spazieren gehen. Okay, das ist vielleicht wahr, aber das ist immer noch die Hauptstadt. Ihr solltet hier wirklich nicht kämpfen. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Jetzt beruhig dich mal ein bisschen, Makias. Es tut mir leid, dass wir dir diesen Bären aufbinden, aber es wäre schön, wenn du uns zuschaust. Ach, das ist lächerlich. Naja, dann lasst uns da hinten zu dem Ausgang hingehen, wo wir vorhin rausgekommen sind. Wenn ihr das wirklich unbedingt tun wollt, Leute, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ah, what a pleasant evening. Ja, klar. It's pretty relaxing. Sagten sie, während No sie kämpfen denying wollten. those two have some surprising similarities. Ach, zu schade aber auch. Diese Gedanken möchtest du für dich selbst behalten. Vieh, bitte, mach hier keinen Scheiß. Chief, bitte, du hattest zu viel zu trinken. Lass uns bitte einfach zurückgehen. Halt doch mal das Maul, willst du hier einen Kampf anfangen oder was? Komm her, Mann. Das sind die einzigen Menschen, die zu so einer Uhrzeit noch in dem Park sind, das ist klar. Na, dann tragt euren Kampf mal aus. I don't see any people in this part of the park. Erstmal ein bisschen Cardio zum Warmwerden. Lol. Alright, Fee. Alter, Michael Jackson, holy shit. What the fuck passiert? I want you to tell me about your past. Your personal history. At first, there was something about your strength that I couldn't bring myself to accept. From the moment we first met, I could tell you were holding back. Okay, Laura sollte hier eigentlich im Bild sein und sprechen. Sorry, dass diese Bugs einfach auftreten. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber gut, was soll man machen? And considering your build, your combat proficiency is extraordinary. It's simply too far removed from what I've come to know through following the way of the sword. No doubt. Really? Yeah, all things considered, Fee's strength is totally improbable for someone her size. To add to that, you were once part of a Jaeger corps.
I can't say I've ever thought of the Jaegers in a particularly favorable light. If one defines knighthood as the way of the virtuous, how can the path of the Jaeger be seen as anything but corrupt? I came to believe that because we'd been raised with such strongly opposing values, I could not accept you. However, I was mistaken. Ach, das macht diesen Moment hier so kaputt, dass die Charaktere so After hearing rumspinnen. Elliot's story, I asked myself again why it was that I felt such resistance to fighting alongside you. I tried to ascertain my own feelings, slowly and carefully, and that was when I finally realized. During all these months we spent together, I've known deep down that you were worthy of my trust. Our values had nothing to do with that judgment. It came from my heart alone. But in my stubbornness, I refused to acknowledge that one simple truth. In my heart, I had already deemed you worthy of trust. Yet in my mind, I still couldn't see past our incompatibilities. I suspect that contradiction was what prevented us from using our Arcus to fight as one. So, that's how it was. Did you know about this? Yeah, I noticed during our fight with that monster earlier. You weren't the only one who thought we couldn't get along. You live your life so honestly. I guess somewhere along the way I'd given up on you ever accepting me. I see. Still, what does this have to do with wanting to know about my past? Why do you want to know? It's very simple, really. I want to know because I like you. What are you? Ich schätze mal, Vieh ist gerade surprised. I find it frustrating when I'm not able to understand those I've taken an interest in or have a high opinion of. I felt like this several months ago with Reen, and I feel the same way now. That's why I want to know your history. I want to know what shaped you into who you are now. That said, this is simply an act of self-indulgence on my part. Nothing more, nothing less. I'm not sure what to say. That's our lore, all right. You really are something else. It's fine. I don't mind telling you. But taking your spoils by force is the Jaeger's way through and through. Is that okay with you? It's fine. Because I have no intention of thinking of my reward as a spoil of battle. I'd much rather consider it an honor, bestowed for a hard-won victory. Fine by me. You just talk things out. Why do you even need to fight now? Das ist so weird, dass die so glitschen. I'll officiate your duel. Neither of you need to hold anything back. If I think it's getting too dangerous, I'll step in and stop the fight. Very well. Thanks. Ja, toll. Go! Ja, gut. Okay, jetzt haben wir es endlich wieder. Shatter! Target locked. Jetzt benutzen sie tatsächlich Attacken, die wir auch benutzen würden. So wie wir sie kennen. Here. Impressive. Same to you. Then I won't hold back. Allow me to show my strongest skill learned from my father. Then I'll show you my strongest. Learned it from the boss himself. That's enough! I couldn't even tell who won. What about you, Reen? I feel bad saying this after volunteering to be the judge. But as far as I could tell, it was a draw. Really? Wie unzufriedenstellend. Well, I also Oh, want scheiße, to sorry. continue my training and challenge you again another time.
leider übersprungen gerade. And don't forget, I still wish to duel you as well. Wait, why me? Honestly. Actually, I lost this one. Huh? Jaegers are at our best when we fight at night. The darkness gives us an edge. But even after I threw out a flash grenade, the duel still ended in a draw. If we'd fought during the day, I would have lost. That's... She has a point. Well then. Tja, mit Laura ist auch nicht zu spaßen. I'll accept this victory. Ich denke, in einem 1v1 so... Es kommt halt drauf an, ne? Also Vieh weicht mittlerweile schon so oft aus, wenn man das mit einbezieht, dann würde sie wahrscheinlich gewinnen, aber so rein vom Damage her ist Laura natürlich OP. Well, anyway. I guess the two of us should go for a little stroll then. I don't mind if you listen. Is that fine with you, Laura? I have no objections. We're all in this together. Okay. I used to be part of a Jaeger corps called Zephyr. Before that, my earliest memories are of explosions and battlefields. I found myself wandering in a war-torn hotspot on the outskirts of some country I never even knew the name of. Jaeger corps threw themselves into battle for the highest bidder day after day, while I wandered alone. The man who eventually took me in called himself the Jaeger King. He was the leader of Zephyr, a pretty famous Jaeger corps. He was middle-aged, crafty, stubborn, and lucky. He always seemed so carefree, but he never let his guard down. To me, though, he was the closest thing to a father I've ever had. The other members of Zephyr had their quirks, but they were all nice to me. As time went on, I started helping with the cleaning, the cooking, the packing. During my free time, they started teaching me all kinds of skills I'd need to survive on the battlefield. One thing led to another, and I ended up fighting in my first real battle. I was 10, I think. The boss was reluctant, but after the others persuaded him, he made me a full-fledged member of the group. For the next few years, we lived and fought together. I even picked up a nickname like some career Jaegers do. Sylphide. We roamed all across the continent together. There were hard times. Times when we thought we might not live through the night, but we always did. Together. Until last year, when our boss died. It was a clash with another Jaeger corps, the Red Constellation. People used to say they were the only other Jaeger corps in West Zemuria who could match us. Their leader, a guy they called the War God, had been on bad terms with our boss for years. Eventually, the War God and the Jaeger King decided to settle things with one big duel. They kept going for 3 days and 3 nights. In the end, they both fell. After that, the Zephyr I'd grown up with disbanded. All the members who were left just kind of scattered. I don't know where they went. Then, just like that, I was alone again. I don't know what to say. After that, you ended up coming to the academy? Yep. Just when I was wondering what I'd do next, Sarah showed up. She said she'd been following the situation between Zephyr and the Red Constellation. That's how we first met. I told her about what happened, and she dragged me to the academy. She introduced me to the principal, and after that, well, you know the rest. That's quite a history. Listening to you tell your story really brings into focus how limited my view of the world has been. But I feel like I finally know you. There's still so much more I want to learn, of course, but at least this gives me a base to build on. How about it?
Care to mix things up a little? Oh. Let's do it. Lol. Now wait just a minute. I should have known. I guess I've had this coming since the practical exam, huh? Well, it's at your discretion, of course. I doubt either of us has the energy to fight at our peak. But we'll give it a try. You've got to be kidding me! We haven't got a chance against them! Come on, this is a good opportunity to see what they can really do, right? Let's just think of this as a little bonus for our field study and give it the best we've got. Fine. Oh, mit Makias. Tend to hold back. So I expect no less from both of you. Ja, aber Makias hat nichts ausgerüstet, der ist schwach. You have my thanks. Here we go. I'm not going to hold back. Fine, I'll do it. Ach, wir kämpfen als Vieh und Laura. Ach so. Okay, lol. Interessant. Ich glaube, wir haben gute Chancen. Here we go. Now, Laura, let's go. Of course! Hang in there, everyone. Thanks! Lol, okay. My turn. Brilliant Spin können wir uns zum ersten Mal anschauen. No escape. Tschüss. Das hat Reen sogar KO gemacht. I'll handle it. Arcus, my Nochmal. turn. Boah. Should have seen that coming. Death Blow funktioniert. Holy shit, das hätte ich gar nicht gedacht. Laura ist leider immer noch petrified. Das ist echt schlecht. Wann wacht ihr denn mal wieder auf? Oder gar nicht mehr? Oder was ist das? Arcus. Okay. Yeah. Okay. Okay, Makias kann das auch. Was? Ach so. Beide müssen überleben? Ach Gott. Okay. Na schön. Now, Laura, let's go. Of course! My turn. Now! You're open. My turn. Now. An opening! Reen muss schnell weg. My turn. Should have seen that coming. I'll handle it. So, und jetzt müssen wir uns zu zweit um ihn kümmern. Right. Sehr gut. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Off guard. You're open. Okay. How about that? I'll handle Not bad. Jetzt haben wir's. This is so ridiculous. it. It's eliminated. Da wurdet ihr gefoppt, ihr beiden, ne? Was soll man sagen? We did it. Uh-huh. You two. It's like they're off in their own little world. I think we've just witnessed the birth of an unstoppable duo. Hey, what are you four doing? Oh, crap. Uh-oh. Students? Are you from one of the local high schools? We received reports of a group causing a terrible racket in the park. What in Adios' name were you doing? Please, sir, this isn't what it might seem like. There's a perfectly reasonable, though admittedly rather complicated explanation for all of this. We're very sorry for any trouble we've caused. We tried to minimize the disturbance to others, but it seems we weren't totally successful there. Perhaps dueling in the park wasn't as good of an idea as it first seemed. Maybe the underground tunnels would have been better. Ja, da werdet ihr definitiv, da wäre niemand aufgeflogen, das stimmt. Aber da wären auch viele Monster gewesen. You know, it's a little late for such deep insights. Besides, who do you think were the ones who started this? Don't just act like you're some innocent bystanders.
Plus 1000 haben wir dafür bei den beiden gekriegt. Drinks are on me someday. Klar. Klar, Instructor Sarah, als ob du uns jemals Drinks ausgibst. Die trinkst doch alle selber. Elliot! Moin! Auch schon wieder im Lande. Huh? Are they all still asleep? It's almost time for breakfast. Oh, it's you, Elliot. Sorry, we didn't mean to keep you waiting. What's wrong? You look exhausted. You might say we had a pretty eventful night. Look at these geriatrics. On the other hand, as you can see, we have gusto to spare. Isn't that right, Fee? And you call yourselves men. How can you two just waltz around like that after last night? Are you even human? Oh, just calm down. Wow, what the heck did you guys do last night? The two of you look like you've been chased around town by wolves, but Fee and Laura are all buddy-buddy now. Yeah, we'll catch you up on that later. Da hat er einiges verpasst. Let's grab the list of today's tasks from the mailbox. Reen hat sich den Briefumschlag mit den Aufgaben für heute aus dem Briefkasten genommen und sie sind alle rüber zu Elliot's Haus. Und weil Fiona unbedingt wollte, haben sie dort noch was gefrühstückt, bevor sie sich die Aufgaben angeschaut haben. Wow, das ist also gestern Abend passiert, nachdem ihr gegangen seid. Jetzt fühle ich mich irgendwie ausgeschlossen. Sorry dafür. Aber das, was du gestern gesagt hast, hat dafür gesorgt, dass ich mich bestärkt gefühlt habe in meinen Gedanken. Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Wir laden dich nachher zu irgendwas ein. Sei froh, dass du nicht 2 Stunden Polizeibefragung danach durchmachen musstest wegen den beiden. Ach, deswegen seid ihr alle so müde. Ja, das ist nicht nur, dass wir so wenig Schlaf bekommen haben. Das geht auch ein bisschen auf die Mentalität. Also, habt ihr heute einen neuen Umschlag mit Aufgaben bekommen vom Gouverneur? Ja, wahrscheinlich das erste, was heute Morgen geliefert wurde, bevor wir überhaupt wach waren. Nachdem wir mit dem Frühstück fertig sind, werden wir uns das anschauen. Zugestimmt. Esst gern so viel wie ihr wollt, damit ihr genug Energie für den Tag habt. Und es gibt noch viel mehr, wo das herkommt, falls ihr könnt. Zu nett für diese Welt, Fiona. So, unsere Aufgaben für Tag Nummer 2. Oh nein, nein, nein. Unsere Familienkatze ist weg. Wenn jemand uns helfen kann, dann bitte kommt in den Ostdistrikt für mehr Details von Keaton. Gemacht zum Laufen. Von Besitzer Howard. Ich brauche jemanden, der mein neues Produkt testet. Kommt bitte zu Lesage zur Vancouver Street und ich sag euch mehr. Howard. Und das Heimdaler Portmonster. Im Untergrundwasserweg nahe des Heimdaler Ports wurde ein Monster gesichtet. Bitte mit Danberto die Einzelheiten durchgehen und danach die Kreatur eliminieren. Sieht so aus, als ob wir heute wieder viele verschiedene Aufgaben haben. Ja, eine von denen sieht so aus, als würde sie uns in ein Gebiet bringen, was wir noch gar nicht gesehen haben gestern. Ja, diese Monsterausschaltung im Heimdaler Port. Wir sollten keine Probleme haben, dort mit der Straßenbahn hinzukommen. Genauso wie der Mater Park gestern. Wir müssen wahrscheinlich heute wieder an viele verschiedene Orte gehen. Und da das Festival morgen beginnt, denke ich, wird in der Stadt sehr viel los sein. Wir müssen uns trotzdem nicht zu sehr beeilen. Nun passt auf euch auf. Ich wünschte, ich könnte einfach mit euch mit ein bisschen rumlaufen. Achso, nee, es wird richtig lustig sein, mal so ein bisschen draußen mit rumzulaufen und zu sehen, wie die Leute ihre Dekoration aufstellen. Richtig, genau. Danke, Sis. Vielen Dank, dass du uns Frühstück gemacht hast. Okay, lasst uns anfangen. Diese Jobs machen sich nicht von allein. Das machen wir im nächsten Part von Trades of Cold Steel, Leute. Unser Duo hier hat sich wieder vertragen. Und im nächsten Part werden sie mal vielleicht zeigen, was sie drauf haben. Also, wieder einschalten. Bis dahin und ciao.